Szene 2. Hallo Dampferfreunde, ja, ihr seht, heute habe ich ein weiteres Dampfervideo. Ihr seht auch schon selbst, was es ist. Natürlich klar, die Aspire Nautilus Prime X RDTA. Aber auch nicht nur die RDTA habe ich gekauft, sondern auch den 15er Adapter. Und ich hatte mir gedacht, die beiden, wie gesagt, müsste ich besorgen, da ich ja, wie gesagt, vor kurzem bei euch ja, nicht bei euch, für euch natürlich die Nautilus Prime X vorgestellt hatte. Und dort gibt es auch, wie gesagt, diese Wickeleinheit. Und da habe ich mir gedacht, die müsstest du besorgen und die euch vorstellen. Ja, und das werde ich jetzt, wie gesagt, tun. Werde die kurz auspacken mit euch, wickeln und dann eben mein Fazit vorstellen. Ja, dann würde ich sagen, folgt mir auf dem Tisch. 1 Minute 37 Sekunden später. So, da sind wir zurück. Ja, ihr seht, genau, 2 Verpackungen habe ich. Einmal, wie gesagt, den 15er Adapter und eben die Nautilus Prime X RDTA. Ich gehe natürlich erstmal nur auf den Adapter erstmal ein. Da ist ja eigentlich nicht mehr viel zu erklären darauf. Ihr seht selbst, das ist eine kleine Verpackung, die hier existiert. Wir heben dann eben auch mal hier raus und sehen uns den mal an. Da ist sonst auch nichts wirklich weiteres bei. Und wir sehen, wie gesagt, hier, wie dieser 15er Adapter aussieht. Und der ist, wie gesagt, in einem Art Tank ausgeglichen. Das ist hier unten, wie gesagt, Plus und Minus. Und daneben hier oben der 15er Adapter. Da könnt ihr natürlich auch dann, wie gesagt, jede weiteren Tank auch draufsetzen. Wir gucken jetzt mal, wie das aussieht. Wir nehmen jetzt hier mal die Nautilus Prime, holen den Tank erstmal raus und setzen erstmal den Adapter mal ein. Ja, der klickt und auf jeden Fall so sieht man das jetzt im Handumdrehen. Das heißt, der ist jetzt so fertig für einen Verdampfer drauf. Ja, und sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Wenn ihr anschließend gute Verdampfer habt, dann könnt ihr auch dann natürlich darauf aufschrauben. Jetzt kommen wir erstmal natürlich, wie gesagt, jetzt zu dem RDTA. Ja, das ist auch, wie gesagt, ein ganz schlichter Karton, alles in weiß und grau gehalten. Ja, Stretch Code ist klar. Machen wir den mal auf und sehen, dass er in so eine Verpackung ist. Hier ist dann noch eine Anleitung drin, die ja auch Deutsch ist, Gebrauchsanweisung, die aber jetzt nicht gebraucht wird. Ja, dann haben wir hier unten noch ein Tütchen mit einem Installationstool, also ein Schraubendreher-Tool. Dann hier Ohrringe, 2 Ersatzschrauben und natürlich, wie man hier so sehen kann, ein 15er, also ein 18er Adapter, der auf 15, nein, halt umgedreht, ein 15er Adapter, der auf einen 18er drauf geht. Also so, dass man natürlich hier auf den Verdampfer, also auf den RDTA, auch 15er Drip Tips benutzen kann. Ja, hier ist ja auch nichts drin, also es ist kein Coil mit drin, es ist auch kein Watte mit drin. Und ja, dann haben wir hier das gute Stück. Ich versuche mal ein bisschen näher ran zu zoomen, damit man ein bisschen besser sieht. Ja, und hier sieht man jetzt, wie gesagt, die Einheit. Hier unten ist also, wie gesagt, der Tank. Hier oben ist dann eben die Einheit. So, hier oben haben wir zum Beispiel einen abnehmbaren 15er Drip, nicht 15er, ein 18er Drip Tip. Zusätzlich kann man hier oben aber auch noch das obere Teil abschrauben, um anschließend hier die Gummidichtungen auch mal nachzuwechseln, wenn man mal wechseln möchte. Dafür gibt es, so viel ich weiß, aber keinen Ersatz, glaube ich. Das sind keine Ersatz dafür. Hier sind nur 3. Könnte natürlich mit Ersatz dabei sein. Ja, und dann kann man wieder reinschrauben, also reindrehen. Fertig ist das hier. Ja, dann tut man wieder den Adapter, den Drip Tip drauf. Entschuldigung. Ja, dann haben wir die Möglichkeit, jetzt hier einfach abzuziehen. Dann haben wir, wie gesagt, hier den Deckel und hier eben das Single Deck. Ja, hier passt also wirklich nur tatsächlich nur eine Coil rein.
Hier vorne, wie ihr seht, ist der Einfüllstutzen für das Liquid reinzufüllen in den Tank. Hier die beiden Schrauben werden, wie gesagt, für den Coil festgehalten und die 2 großen Kammern, dort kommt die Watte rein. Man fragt sich natürlich jetzt, muss die Watte bis unten hin, ja oder nein? Das werde ich gleich mal überlegen, ob ich das machen werde. Und manche haben Schwierigkeiten vielleicht, die so reinzutun. Da gibt es eine andere Möglichkeit. Dann schraubt man hier unten einfach aus und man drückt den Coil hinaus. Ja, also das heißt Coil, nicht den Coil, sondern die Einheit, die Basis. Und so sieht sie jetzt aus und so könnte man sie jetzt irgendwo draufschrauben, fertig ausglühen, die Watte schön hier unten verteilen, schön rein und dann eben vorsichtig wieder so reinschieben. Das geht auch nur in einer Richtung. Hier sind 2 Abkantungen, die abgeflacht sind und das ist hier auf der Seite auch zu sehen. Und dann kann man die einfach so hinein wieder drücken. Ja, wenn das der Fall ist, dass es fest ist, dann macht man wieder mit den Schrauben einfach hier unten fester und dann ist die Einheit wieder fertig. Es könnte natürlich sein, dass die erste Zeit Probleme habt, den Coil, also den Deckel richtig drauf zu machen. Dafür gibt es eine kleine Variation und zwar seht ihr im Deckel, ich gucke mal, ob ich jetzt euch das zeigen kann. Im Deckel hier gibt es diese kleine Aussparung. Ja, also die ist auf der Seite natürlich dann nicht, wie man so sieht, hier, sondern nur hier ist die vorne die Aussparung. Die wiederum passt nur in diese Aussparung rein. Ja? Also die passt da nur so rein. Das ist auf der anderen Seite nicht, wie ihr seht. Hier ist die Aussparung drin und deswegen müsst ihr dann beachtlich, also wirklich tatsächlich beachten, ob diese Aussparung mit dem hier übereinstimmt und dann ist die auch richtig zu. Habt ihr die daneben, dann wird es schief gehen. Und auf der anderen Seite passt natürlich auch nicht. Das passt nur also in einer Richtung und das ist dann eben so. Ja, gut. Also ihr seht selbst, das ist eigentlich ganz einfach zu machen. Ich werde jetzt mal überlegen, ob ich tatsächlich die Watte so jetzt reinlege oder ob ich gleich die Watte wieder komplett aufschraube, dann die Watte da verlege. Das ist jedem natürlich selbst entlassen. Ich habe auch dazugehörige Werkzeug dafür. Ich benutze meistens einen Rollladenspieß und den habe ich wie gesagt umgebaut und da kann man ganz schön auch die dann schön hier unten runter verlegen. Also ich mache das auch so. Wie ob ich die jetzt sehr weit runter mache, weiß ich nicht. Also es gibt die Variationen, dass die Leute sagen, wirklich nur tatsächlich bis hier vorne auffüllen, also nur machen. Aber da ja die Maschine oder das Teil ja generell nicht immer gekippt wird, ist ja nicht immer nass. Deswegen dachte ich, wenn natürlich auch komplett wirklich, sagen wir mal, gerade gemacht wird, dass wirklich alles Liquid rausgeholt habe, sollte man eigentlich ziemlich lang lassen. Das werde ich, wie gesagt, gleich mal überlegen, ob ich das mache. Ja, dann würde ich sagen, ich bereite mir jetzt alles vor und dann werden wir uns gleich beim Wickeln sehen. Dann wartet ein paar Sekunden, dann bin ich da. 12 Sekunden später. So, ich habe mir das vorbereitet, wie gesagt. Hier habe ich jetzt eine Stable Clapton auch von Nickel 80. Die habe ich jetzt so rechts gebogen, dass sie tatsächlich hier gleich reinpasst. Ein Wattestreifen natürlich oder Wattestreifen schon fertig gemacht. Also alles schon vorbereitet. Und da würde ich sagen, fangen wir jetzt an, es zu wickeln. Ja, dann bis gleich.
Nehmt ein Stück Watte, schaut natürlich, ob das hier genug ausreicht, falls ihr es tatsächlich bis unten machen wollt. Wenn es nicht ganz nach unten geht, ist es auch nicht so schlimm. Und schiebt die hier rein. Ich zeige euch das auch gleichzeitig, wie man auch machen kann. Wie gesagt, wenn ihr nicht das so reinmachen wollt, dann kann man das auch, wie gesagt, so machen. Dann kann man auch hier die Watte ein bisschen nach unten schieben. Das wäre vielleicht ein bisschen einfacher. Man bräuchte dann auch nicht dieses Zusatzzeug, also das Zusatzzubehör nehmen. Man kann dann natürlich auch dann ganz normal mit der Zange, also mit dem Ding jetzt hier reingreifen, und dann sieht man schon, wie das hier aussieht hier unten. Ja, ist es vielleicht noch zu lang, dann schneidet ihr ruhig noch was fürs ab. Das muss ja nicht bis ganz unten hin. Ja, so. Hier auf der Seite auch. Und dann sieht das so aus. Ja, und dann könnt ihr dann normalerweise direkt schon das wieder hier gut. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr hier alles dicht bleibt, dass nichts da drüber geht, damit das sonst nicht rausläuft. Und dann könnt ihr das ganz normal wieder hier einfügen, reindrehen, also reindrücken, also festdrehen. So, jetzt habt ihr das auch hier drin. Ja, dann füllen wir jetzt natürlich einfach ganz normal mit Liquid auf und gucken dann mal, wie das schmeckt. Ich bevorzuge im Moment wieder mein Butterscotch Popcorn. Der ist jetzt auch genug durchgereift. Und betröffeln das ganze Ding natürlich hier erstmal. Ja, und dann, wie gesagt, ist ja der Einfüllstutzen hier vorne. Und einfach nur runterdrücken und ein bisschen drücken. Und schon läuft das Liquid daneben rein. Ja, da würde ich sagen, ich mache das jetzt fertig und dann sehen wir uns im Fazit wieder. Bis gleich. So, da kommen wir zum Fazit zurück. Ich habe noch Kleinigkeiten vergessen wieder zu sagen. Also der Tank hat auch eine Füllmenge von 4,5 Milliliter. Und eben natürlich hat er eine einstellbare Airflow. Also das habe ich jetzt wie gesagt vergessen, aber man kann das hier auf dem Bild ja da oben sehen. Also da ist die Airflow. Das ist jetzt hier vorne, kann man wie gesagt verstufenlos verstellen. Ja, dann dreht man wie gesagt auf beiden Seiten ist das natürlich. Und ja, mehr ist ja auch eigentlich gar nichts darüber zu sagen. Ich habe jetzt wie gesagt mit 20 Watt ausgebrannt. Zuerst hatte ich gedacht 15, aber war doch zu kräftig, also habe ich damit 20 gemacht. Und er zeigt mir jetzt hier unten 0,46 Ohm an. Bei 12 Watt machen wir jetzt aber natürlich nicht. Fangen wir vielleicht mit 25 Watt, weil ich jetzt nicht weiß, wie hoch dieser Coil gehen kann. Und ihr habt ja auch gesehen, bis ganz unten hier, ich versuche da mal gerade am Gerät zu zeigen, hier, da
ist es auch, wie gesagt, schwierig, das reinzukriegen. Und wenn ihr natürlich die Watte da drin habt, dann sind es auch nicht mehr 4,5 Milliliter, sondern vielleicht nur noch 4 Milliliter. Aber das ist ja egal. Da würde ich sagen, probieren wir jetzt mal, ob das funktioniert. Also 25 Watt ist zu wenig. Also da muss man tatsächlich schon hochdrehen. Ich gehe jetzt mal auf 45 Watt. Und schauen wir mal, ob da was Gutes rauskommt. Ja, das ist auf jeden Fall da. Das ist jetzt aber schon ziemlich kräftig. Ich gehe noch ein bisschen runter. Und das ist noch am Anfang ein bisschen wattig. Das ist aber auch kein Problem. Man kann oben den 18er Drip Tip einfach abziehen. Und natürlich ein bisschen hier so drüber ziehen, also noch ein bisschen Liquid reinfüllen. Das ist wie so eine Art Tröpfler. Das ist, wie gesagt, ne, das ist es ja eigentlich auch begehrt, deswegen ist es ja ein RDTA und man kann also auch hier so ganz normal drauf tun und das würde auch ausreichend. Ja, also das geht damit auch. Hat er wieder auf 12 Watt umgeschaltet. Ich weiß jetzt nicht, hat das Ding auf Auto gestellt, aber wieso 12 Watt? 12 Watt ist doch nicht automäßig. Ich habe da gar nichts geändert. Oh. Und ihr seht, er macht mächtig Dampf. Ich muss jetzt mal gucken, warum der jetzt hier auf Auto eingestellt habe, dass er dann immer runter geht auf 12 Watt. Vielleicht geht er immer nur dann auf 12 Watt, wenn das... Ja, gucken wir jetzt mal. Nee, irgendwie hatte ich gerade 12 Watt da drauf stehen, aber ich habe jetzt 35. Und ihr seht selbst, er macht verdammt viel Dampf. Also Dampf macht er auf jeden Fall schon mal. Der Geschmack, der kommt jetzt so langsam von den Butterscotch Popcorn. Und ja, doch, also der ist gut. Ich hatte jetzt nicht mit gerechnet, dass er wirklich tatsächlich so gut ist, aber der ist wirklich gut. Nice. Wirklich nice. Also, es sieht auch, wie man so sieht, es sieht ja gar nicht so schlecht aus. Ne? Also, die Farbe passt sehr gut ein. Vielleicht hätten die jetzt komplett schwarz machen sollen. Oder, ja, zu den Farben natürlich bringt ja gar nichts, weil die alle unterschiedlich sind. Aber die Luftregulierung hat jetzt hier unten eigentlich generell nichts mehr zu tun. Ne? Also das wisst ihr ja hoffentlich. Wie gesagt, das hat jetzt nichts mehr zu tun. Ihr könnt die jetzt auch wieder ausschalten komplett. Weil die Luftregelung ja oben durch die Luftkammer kommt. Ja, also ich muss sagen, der ist doch geschmacklich wirklich gut. Hatte ich jetzt wirklich nicht mit gerechnet. Also ich hatte jetzt gedacht, bei der Aufmachung ganz unten tief. Ja, es geht, weil wie gesagt, manche dampfen ja auch gerade ein bisschen gerade. Und dann nicht ganz nach unten. Also ich würde schon tatsächlich die Watte, wenn es geht, wirklich bis fast unten rein zu tun. Und dann ist ja irgendwie auch kein Liquid. Ja, dass der Fluss wirklich noch funktioniert und nicht direkt trocken wird, geschweige denn Burnout. Ja, also ich finde den super, genauso wie mit dem Adapter, den wir ja dazu gekriegt haben. Ja, also der ist auch eigentlich nicht so verkehrt. Einfach reinsetzen und schon könnt ihr, wie gesagt, andere Verdampfer oben drauf tun. Und das ist ausreichend. Aber auch, wie gesagt, ihr braucht das auch nicht. Ihr könnt auch den hier nehmen, um aufzufüllen. Einfach den Deckel wieder abziehen, oben in den Dinges rein und dann wieder schön genießen. Ja, also der ist wurmig, der ist gut. Also schmeckt hier wirklich wunderbar alles raus. Also da haben sie mir die Jungs tatsächlich nicht falsch verraten. Und ja, und ich bin auch mit zufrieden. Das schmeckt also genauso wie der Fertigkeuler, aber der Fertigkeuler, glaube ich, war sogar Mesh, so viel ich weiß. Und natürlich ist Mesh immer ein bisschen besser. Aber wenn man hier zum Beispiel, ich habe jetzt Nickel drin, wenn ihr natürlich auch 2 VA da reinsetzt, jeder hat so seine Geschmäcker und das ist natürlich eben
das Vorteil an diesem Wickelsystem. Jeder kann sich selbst also wickeln, was er rein möchte. Ne? Also nicht Juggernaut oder eben Triple Clapton oder sonstiges, Alien Web. Ne? Also da sind alles Mögliche, die man dann reintun kann und das ist jedem selbst entlassen. Und das finde ich natürlich optimal, dass dieses geht. Vielleicht wäre es schön natürlich, wenn da vielleicht schon vorgefertigte Coils, geschweige denn Warte dabei wären, aber die sind eben nicht mehr dabei. Ich finde es aber schön wenigstens, dass sie einen 510er Adapter dabei gesetzt haben für den Drip-Tips. Und vielleicht baut ja Aspire für dieses Gerät oder auch mit diesem Gerät Nautilus Prime, das ist ja wie gesagt wie soll ich sagen, eine Serie, die, wie gesagt, öfters gebaut wird und vielleicht bauen die ja mal einen Tröpfler, geschweige denn, nicht einen Tröpfler, sondern einen Tank oder auch ein Gerät mit Mesh-Coils. Das wäre vielleicht mal eine Idee, ne? Also da Mesh reinzubauen, warum nicht? Also nicht selbst. Selber kann man leider hier keine Mesh einsetzen. Man hätte aber auch vielleicht überlegen können, auch hier Mesh einzubauen. Also Möglichkeit gibt es ja. Aber das ist natürlich die Firmen entscheiden und das müssen die selber entscheiden. Wie gesagt, nur eben, es wäre auch möglich. Ja, da würde ich sagen, das war es hier von dem Video und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wäre froh, wenn ihr natürlich beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und bis dahin, gut Dampf, bis zum nächsten Mal. Tschüss.